Hallihallo, ich bin der Peter und ihr kennt mich als Stormtrooper oder als Extension. Und das ist mein Vlog Gedanken eines alten DJs. Heute geht es endlich mal wieder um einen richtigen Alt-Jung-Konflikt. Ein Satz, den man nicht allzu selten hört, von Generation zu Generation immer wieder, nämlich die Jungen haben einfach keine Ideen mehr. Ja. Wo man hinschaut heutzutage, Bootleg-Versionen von irgendwelchen Popsongs, Leute, die Sample Packs rauf und runter benutzen und MIDI Packs und nichts selber machen und alles einfach wie im Baukasten zusammensetzen, vollkommen unkreativ, vollkommen ohne eigenes Gefühl, ohne eigene Eingabe, einfach nur hingerotzt und niemand nimmt Kunst mehr ernst. Nein. Ja, ich glaube, jede Generation oder jede alte Generation denkt das wieder über die neue Generation und vergisst dabei, wie es eigentlich war, als sie selber mal die junge Generation waren. Natürlich ist Sample Packs benutzen was Schönes und ich finde, Sample Packs benutzen ist ein bisschen wie Lego spielen. Man kann natürlich die Anleitung aufschlagen und sich an jeden einzelnen Schritt halten und das aus den Sample Packs genau das nehmen, was die Chart-Hit-Formel von einem verlangt und es genau so zusammenbauen, wie es 1000 andere anleitungsgemäß auch zusammenbauen. Oder man nimmt sich einfach all diese Teile, lässt seiner Kreativität freien Lauf und baut einfach irgendwas Wildes zusammen, was ansonsten niemand zusammenbauen würde oder potenziell niemand anders zusammenbauen würde. Ja, von dem her ist Sample Packs benutzen erstmal generell nichts Böses. Und natürlich will jeder seine Musik irgendwo zugänglich fürs Publikum machen. Und ich glaube, viele Szenen wären schon ausgestorben, wenn nicht immer wieder Popcover auftauchen würden. Wenn man jetzt sagen will, das ist ja nur in der Kommerzszene so. Das ist ja nur in Kommerzszenen so. Nein, ist es nicht. Bestes Beispiel im Hardcore Nobody Said It Was Easy von einer allseits verhassten Popband. Aber wenn 1000 Leute auf dem Floor stehen, singen 1000 Leute mit, wenn das Lied läuft. Genau, weil alle kommen natürlich hin, um die härtesten Motherfucker überhaupt zu sein. Und dann singen sie Coldplay mit. Und für viele ist das in gewisser Weise eine Einstiegsdroge und man widmet sich dann hoffentlich ordentlichen Sachen. Von daher sollte man das vielleicht als Nachwuchsmagnet sehen und nicht als Gift, das die Szene zugrunde richtet. Ja, eigentlich ist das schon das perfekte Beispiel, dass dieses Pop-Cover-Phänomen nichts ist, was die Post-Covid-Generation erfunden hat, sondern dieses Nobody Said It Was Easy Cover, ich weiß noch nicht mal, welcher Holländer es gemacht hat, aber es war irgendwann Anfang der 2000er und ist bis heute berühmt, berüchtigt und gehasst. Also von dem her, das gab es schon immer, das gab es noch nicht mal nur in der elektronischen Musik, wenn man noch weiter zurückgeht, in den 50ern, 60ern, als man es halt übers Internet noch nicht so schön nachvollziehen konnte, haben irgendwelche deutschen Produzenten Pop-Hits aus Amerika gekauft, haben den Text auf Deutsch umgeschrieben und haben daraus einen eigenen Hit auf Deutsch gemacht. Wie gesagt, das war bloß den Leuten damals noch nicht so bewusst, weil man halt einfach nicht sofort alles mitbekommen hat, was übersee passiert und ja. Und auch das böse Sample-Pack-Phänomen ist nichts, was im vollkommen digitalen Zeitalter neu erfunden wurde. Denn wenn man mal nach einer bestimmten Sample-CD sucht mit dem Namen Überschall, die in den 90ern weit verbreitet war und ich glaube, jeder große Produzent elektronischer Musik hatte die irgendwo zu Hause rumliegen, wird man merken, dass sich auf genau dieser CD Samples von sehr, sehr vielen damals bekannten Tracks befinden. Also was mir jetzt nur spontan einfällt, Terminator von Westbam. Damals dachte ich, wow, verdammt geile Hook, die er da aus dem Hut gezaubert hat. Nein, er hat sie nicht aus dem Hut gezaubert, sondern er hat sie von einer Sample-CD genommen. Und wenn man die CD mal durchgeht, Überschall, dann wird man auch ganz viele andere sehr bekannte Hooks und sehr bekannte Elemente von irgendwelchen Hits aus den 90ern finden. Von daher verteufelt nicht
pauschal, was die Jugend heute macht. Wir haben es damals auch gemacht, nur halt in ein bisschen anderer Form. Und nicht jeder, der Sample-CDs benutzt oder Sample-Packs, ist automatisch böse, sondern er hat sich nur Bausteine gesucht, um etwas daraus zu basteln. Genau. Das waren meine weisen Worte für heute. Reicht euch gegenseitig die Hände, alte und neue Generation. Seid nicht so engstirnig und verbissen, sondern macht Party miteinander und gebt einen Fick auf das, was andere denken. In diesem Sinne, renn in die Rinne!